Das ist das iPad Mini Pro. Und wie es aussieht, wird Apple dieses iPad bereits in wenigen Monaten vorstellen. Mit neuem Prozessor, endlich einem OLED-Panel und weiteren interessanten Neuerungen. Und das ist inzwischen mehr als nur ein loses Gerücht. Laut aktuellen Lieferkettenberichten läuft die Produktion der Displays bereits seit langem. Aber es ist nicht alles perfekt. Es gibt auch schlechte Neuigkeiten. Wenn du also überlegst, auf das neue iPad Mini Pro zu warten, dann bleib jetzt unbedingt dran, denn ich verrate dir in diesem Video alles, was wir jetzt schon darüber wissen. Vorweg eine wichtige Einordnung. Wir wissen aktuell nicht, wie Apple das neue iPad Mini nennen wird. iPad Mini 8, iPad Mini mit A20 Pro oder auch iPad Mini Pro. Für mich persönlich wäre ein iPad Mini mit OLED-Display ein Pro-Modell. Dementsprechend nenne ich es der Einfachheit halber iPad Mini Pro. Intern soll das neue iPad Mini unter der Kennung J510 und J511 entwickelt werden. Diese Bezeichnungen tauchten zuerst in versehentlich veröffentlichten Apple-Code auf. Bloomberg ordnete zumindest das J510-Modell dem kommenden OLED-iPad Mini zu. Beim Veröffentlichungstermin verdichtet sich das Bild ebenfalls. Bloomberg erwartet die Veröffentlichung spätestens im Oktober 2026. Dazu passt ein Bericht aus Südkorea, nachdem Samsung Display bereits im Juni mit der Massenproduktion der OLED-Panels begonnen hat. Damit spricht aktuell vieles für eine Vorstellung im Herbst. Möglicherweise nach den neuen iPhone-Modellen. Einen offiziellen Termin gibt es aber natürlich noch nicht und Apple kann das Ganze jederzeit nach hinten verschieben. Sprechen wir über das Wichtigste, das neue Display. Das aktuelle iPad Mini verwendet ein 8,3 Zoll großes LCD-Panel mit 500 Nits Helligkeit und 60 Hertz Bildwiederholrate. Beim iPad Mini Pro soll Apple auf ein 8,4 Zoll großes OLED-Panel wechseln. Für euch bedeutet das vor allem endlich deutlich tiefere Schwarzwerte, einen höheren Kontrast und eine bessere Darstellung von dunklen Inhalten. Beim Filmeschauen, Spielen und Bearbeiten von Fotos wäre das ein massives Upgrade. Und da ich vermute, dass Apple das iPad Mini selbst nicht größer machen wird, spricht die höhere Display-Diagonale dafür, dass auch die Displayränder dünner werden. Allerdings bekommt das iPad Mini Pro nicht dieselbe Displaytechnik wie die aktuellen iPad Pro-Modelle. Die Lieferkettenberichte sprechen von einem günstigeren Single-Stack OLED mit LTPS. Es arbeitet also nur mit einer Leuchtschicht und nicht mit den übereinanderliegenden OLED-Schichten der Pro-Modelle. Man sollte deshalb weder die gleiche Spitzenhelligkeit noch automatisch die gleiche Effizienz und Lebensdauer wie bei den Tandem-OLED-Panels der iPad Pros erwarten. Und dann wäre da noch die Bildwiederholrate. Eine neuere Meldung spricht von 60 Hertz. ProMotion mit bis zu 120 Hertz wäre damit also nicht drin. Die konkrete 60 Hertz Angabe stammt bisher nur aus einer einzelnen Lieferkettenquelle und ist deshalb schwächer belegt als OLED selbst. Für 120 Hertz gibt es aber gar keine belastbaren Hinweise. Und wenn ich das aktuell einordnen müsste, geht lieber von 60 Hertz aus. Das wäre vor allem deshalb schade, weil flüssigeres Scrollen auf einem kleinen Gerät für viele mindestens genauso wichtig ist wie der bessere Schwarzwert. Und auch das bekannte Jelly-Scrolling des aktuellen iPad Minis lässt sich eben nicht allein dadurch verhindern, dass man auf OLED wechselt. Dafür sind unter anderem auch die Ansteuerung und Ausleserichtung des Panels entscheidend. Ob Apple das Jelly-Scrolling-Problem dementsprechend mit dem Upgrade behebt, das müssen wir abwarten. An dieser Stelle eine kurze Empfehlung meinerseits. Viele von euch nutzen ein iPad ja für die Schule oder auch für die Uni. Und da ist häufig gar nicht das iPad selbst das teure, sondern das ganze Zubehör. Nehmen wir zum Beispiel das aktuelle 11 Zoll iPad Air. Das startet bei 799 €. Das passende Magic Keyboard kostet nochmal 329 € und der Apple Pencil Pro weitere 149 €. Damit werden aus einem 799 € teurem iPad plötzlich 1277 €. Allein Tastatur und Stift kosten also 478 € und machen den Kauf fast 60% teurer. Und genau deshalb finde ich die Alternativen von ESR so spannend. Die Shift-Tastaturhülle und den ESR Pencil bekommt ihr je nach iPad-Modell und aktuellem Angebot zusammen schon für ungefähr 120 €. Also ungefähr einem Drittel von dem, was man bei Apple selbst bezahlt. Bei der Shift-Hülle finde ich vor allem das Konzept richtig praktisch. Die Tastatur lässt sich einfach abnehmen, während das iPad trotzdem geschützt in der Hülle bleibt. Ich kann es quer oder hochkant in verschiedenen Winkeln aufstellen, habe ein großes Trackpad und kann, wenn ich mitschreiben will, einfach nur das iPad ohne Tastatur vor mir haben.
Dazu kommt der ESR Pencil mit Handballenerkennung, Neigungserkennung und sogar integrierte Unterstützung für Apples Wo-Ist-Netzwerk. Gerade in der Schule oder Uni, wo das iPad häufig einfach mal im Rucksack landet und der Stift schnell mal abfällt, ist das super praktisch. Wer professionell illustriert, bekommt natürlich mit dem Apple Pencil Pro noch zusätzliche Funktionen. Für einfache Mitschriften, PDF-Markierungen und normale Skizzen macht der ESR Pencil für mich aber alles, was man im Alltag braucht. Die Links zu den beiden Produkten findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Schaut da super gerne mal rein. Ich nutze die Produkte schon eine ganze Weile und kann sie echt nur empfehlen. Und jetzt zurück zu den Gerüchten rund ums iPad Mini Pro. Nochmal richtig spannend wird das Gehäuse des neuen iPad Minis, denn da gibt es vermutlich einige interessante Veränderungen. Bloomberg berichtet von einer deutlich wasserresistenteren Konstruktion, deren Schutz näher an ein iPhone heranreichen soll. Das wäre gerade beim Lesen in der Badewanne, in der Küche oder unterwegs ein wichtiges Upgrade, wenn man bedenkt, dass die aktuellen iPad-Modelle alle nicht wasserdicht sind. Eine konkrete IP-Zertifizierung ist zwar noch nicht bekannt, aber ich gehe davon aus, dass das neue iPad Mini komplett wasserdicht sein könnte. Damit weniger Öffnungen in das Gehäuse geschnitten werden müssen, soll Apple außerdem an einem vibrationsbasierten Lautsprechersystem arbeiten. Dabei erzeugen Teile des Gehäuses oder des Displays den Ton durch gezielte Schwingungen. Klassische Lautsprecheröffnungen könnten dadurch teilweise oder vollständig entfallen. Wie laut, wie räumlich oder ausgewogen das klingt, lässt sich natürlich noch nicht beurteilen. Zum restlichen Design gibt es überraschend wenig belastbare Informationen. Maße, Gewicht und Farben sind weiterhin unbekannt. Auch zu Face ID gibt es keine überzeugenden Leaks. Das aktuelle Modell verwendet Touch ID in der oberen Taste und ob Apple daran etwas ändert, wissen wir noch nicht. Auch wenn ich mir extrem wünschen würde, dass das neue iPad Mini Face ID bekommt, weil für mich persönlich Touch ID in den iPads nie so wirklich gut funktioniert hat. Größere Updates gibt es auch unter der Haube. Welcher Chip am Ende wirklich verbaut wird, ist aber noch offen. Der versehentlich veröffentlichte Apple-Code ordnete J510 und J511 dem A19 Pro zu. Eine spätere Auswertung eines internen Debug-Kits nennt für dieselben Geräte dagegen den noch neueren A20 Pro, der ja in die neuen iPhones kommen soll. Der Oktobertermin würde zeitlich gut zum A20 Pro passen, das macht ihn aber noch nicht zur bestätigten Ausstattung. Beide Chips wären gegenüber dem aktuellen A17 Pro ein spürbares technisches Upgrade. Davon würden vor allem anspruchsvolle Spiele, Videoexporte und lokale KI-Aufgaben extrem profitieren. Wie viel Arbeitsspeicher Apple einbaut und welche CPU- und GPU-Konfiguration für das iPad Mini Pro genau vorgesehen ist, vermutlich wieder irgendeine gebinte Version, ist noch nicht bekannt. Ich rechne aber zumindest mit den vollen 12 GB RAM, so auch, dass Apples aktuell stärkste lokale KI-Modelle für zum Beispiel die Transkription von eigener Sprache direkt auf dem Gerät laufen können. Zu den Bereichen Kameras, Akku, Anschlüsse und Zubehör gibt es bisher leider kaum Informationen. Das iPad Mini besitzt jeweils eine 12-Megapixel-Kamera auf der Vorder- und Rückseite, USB-C mit bis zu 10 Gigabits pro Sekunde, Wi-Fi 6E, Touch-ID sowie Unterstützung für den Apple Pencil Pro und den Apple Pencil mit USB-C. Apple nennt zudem eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden. Ob sich daran etwas ändert oder nicht, wissen wir schlichtweg nicht. Apple kann alles gleich lassen oder an einzigen Komponenten noch Änderungen vornehmen. Es gibt dazu einfach noch keine Leaks. Dementsprechend wäre es sinnlos, jetzt hier irgendwas zu versprechen. Wenn ich aber meine Hoffnungen formulieren darf, dann wären das natürlich etwas bessere Akkulaufzeit durch den neueren Prozessor und vor allem aber hoffentlich schnelleres Aufladen, denn die aktuellen iPad Minis, die laden noch extrem langsam. Auch die Speicherkonfigurationen sind noch offen. Das iPad Mini wird aktuell mit 128, 256 und 512 GB sowie jeweils als WLAN- und Cellularversion angeboten. Ob Apple diese Auswahl beim iPad Mini Pro übernimmt oder verändert, weiß ich nicht. Ich vermute aber, dass die Variante mit 128 GB wegfällt. Kommen wir zum vermutlich unangenehmsten offenen Punkt, dem Preis. Das aktuelle iPad Mini kostet bei Apple in Deutschland inzwischen 679 € mit 128 GB Speicher. Die Versionen mit 256 und 512 GB sind entsprechend teurer und die Cellular-Versionen liegen nochmal jeweils 170 € darüber. Ein älterer Bloomberg-Bericht sprach beim OLED-Modell von einem möglichen Aufpreis, der nach Apples aktueller Preislogik ungefähr 130 € entsprechen würde. Diese 130 € kann man aber nicht einfach auf den heutigen deutschen Preis aufschlagen. Der Bericht entstand noch vor Apples letzter Preiserhöhung und hätte damals zu genau der Preisstufe geführt, auf der das aktuelle iPad Mini inzwischen ohnehin liegt.
Übertragen auf den heutigen Apple Store stützt das alte Gerücht deshalb zunächst einen Einstieg rund um 679 €. Sollte Apple das iPad Mini Pro trotzdem noch einmal eine komplette Preisstufe höher einordnen, wären rund 809 € mit 128 GB realistisch. Fällt diese Speicherkonfiguration weg, sprechen wir vermutlich sogar eher von knapp 1000 €. Und die anderen Preisstufen sowie die Cellular-Version sind natürlich entsprechend nochmal teurer. Wichtig, das ist natürlich keine gelegte Preisliste, sondern eine individuelle Hochrechnung, aber die aktuelle RAM- und Speicherkrise zeigt ganz eindeutig, dass die Preise nur eine Richtung kennen. Und das ist nach oben. Und dementsprechend solltet ihr euch ganz genau überlegen, reicht euer iPad Mini gerade aktuell noch aus oder solltet ihr wirklich auf das neue iPad Mini Pro warten? Ich bin mir da nämlich nicht sicher. OLED ist schön, aber die Geräte werden auf jeden Fall spürbar teurer und jetzt noch ein altes Modell zu kaufen oder dann beim Release des neuen Modells stattdessen lieber das alte, günstigere neu oder gebraucht zu kaufen, ist meist die bessere Option in den aktuellen Zeiten. Schreibt mir eure Meinung dazu auf jeden Fall mal in die Kommentare. Was haltet ihr von einem iPad Mini Pro mit OLED-Panel und was wünscht ihr euch? Ich würde gerne mit euch diskutieren, also tut euch keinen Zwang an. Das soll es von dem Video auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst super gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns immer wieder im nächsten Video.